Kevin, ich möchte gleich zum kleinen Markt gehen. Das klingt nach einem normalen Plan für den Vormittag. Ja, aber ich habe fast kein Bargeld. Brauchst du Bargeld für den Markt? Ja, manche kleinen Stände nehmen lieber Bargeld. Wir können vorher zum Bankautomaten gehen. Ich benutze den Bankautomaten nicht oft auf Deutsch. Wir machen es langsam und Schritt für Schritt. Welche Wörter brauche ich? Bargeld, Karte, PIN, Betrag, Beleg und Geld abheben. Geld abheben bedeutet, ich nehme Geld vom Konto. Genau, am Automaten bekommst du Bargeld. Ich möchte nur einen kleinen Betrag abheben. Welchen Betrag möchtest du? Vielleicht 40 Euro. Das ist klar. Du kannst sagen, ich möchte 40 Euro abheben. Ich möchte 40 Euro abheben. Achte auch auf deine Karte und auf deine PIN. Die PIN sage ich nie laut. Genau. Du deckst die Tastatur mit der Hand ab. Karte, PIN, Betrag, Beleg. Ich merke mir die Wörter. Nimm deine Karte und deinen Geldbeutel mit. Karte ist da, Geldbeutel ist da. Jetzt können wir los. Da vorne ist die Bank. Ja, und links ist der Bereich mit dem Bankautomaten. Es sind nur 2 Leute dort. Das ist angenehm. Wir warten ruhig, bis der Automat frei ist. Ich möchte nicht direkt hinter einer Person stehen. Das ist höflich. Man gibt anderen Menschen Platz. Also warte ich mit Abstand. Richtig. Abstand ist am Bankautomaten wichtig. Warum bin ich so nervös? Es ist nur ein Automat. Weil du neue Wörter siehst und schnell entscheiden musst. Stimmt. Auf dem Bildschirm stehen viele Optionen. Du suchst nur eine Option. Geld abheben. Geld abheben. Das ist mein Ziel. Wenn du unsicher bist, kannst du abbrechen. Abbrechen bedeutet stoppen. Ja, du stoppst den Vorgang. Das ist gut zu wissen. Du hast Zeit. Der Automat wartet. Ich atme ruhig und schaue genau. Genau so. Erst lesen, dann drücken. Erst lesen, dann drücken. Das merke ich mir. Wir üben die Reihenfolge einmal ohne Automat. Das hilft mir, weil ich am Automaten langsam lesen möchte. Zuerst steckst du die Karte ein. Ich stecke die Karte ein. Danach gibst du die PIN ein. Ich gebe die PIN ein und decke die Tastatur ab. Genau, aber die PIN sagst du nicht laut. Ich sage sie nicht laut. Ich denke sie nur. Danach wählst du Geld abheben. Ich wähle Geld abheben. Danach wählst du den Betrag. Ich wähle 40 Euro. Danach wartest du auf das Geld. Ich warte auf das Geld. Wichtig. Nimm zuerst die Karte, wenn der Automat sie ausgibt. Karte nicht vergessen. Genau. Danach nimmst du das Bargeld. Bargeld nicht vergessen. Und wenn du einen Beleg möchtest? Ich nehme den Beleg mit. Perfekt. Ich fasse zusammen. Karte rein, PIN eingeben, Geld abheben, Betrag wählen, Karte nehmen, Geld nehmen, Beleg nehmen. Das ist eine klare Reihenfolge. Jetzt klingt es nicht mehr so schwierig. Es ist neu, aber nicht schwierig. Der Automat ist jetzt frei. Stell dich ruhig davor und nimm dir Zeit. Ich stecke die Karte ein. Ich schaue weg, wenn du die PIN eingibst. Danke. Das fühlt sich sicherer an. Lies zuerst, was auf dem Bildschirm steht. Der Automat fragt nach meiner PIN. Decke die Tastatur mit der anderen Hand ab. Ich decke die Tastatur ab. Sprich die PIN nicht laut. Ich gebe sie leise ein, ohne sie zu sagen. Nimm dir Zeit. Jetzt ist die PIN eingegeben. Was siehst du jetzt? Ich sehe mehrere Optionen.
Welche Option brauchst du? Ich brauche Geld abheben. Wähle genau diese Option. Ich drücke auf Geld abheben. Jetzt sollte der Automat nach dem Betrag fragen. Ja, hier steht Betrag wählen. Das ist der nächste Schritt. Ich bin ruhiger, weil ich die Wörter kenne. Die Wörter machen die Situation klar. Der Automat zeigt verschiedene Beträge. Welche Beträge siehst du? 20, 40, 50 und 100 Euro. Welchen Betrag möchtest du? Ich möchte 40 Euro. Wähle 40 Euro, wenn das dein Plan ist. Ich drücke auf 40 Euro. Jetzt liest du die nächste Frage. Der Automat fragt nach einem Beleg. Möchtest du einen Beleg? Ja, heute möchte ich einen Beleg. Wähle Beleg, wenn du ihn mitnehmen willst. Ich wähle Beleg. Siehst du noch eine Frage? Hier steht etwas über Gebühren. Leis langsam. Wenn es Gebühren gibt, steht es auf dem Bildschirm. Ich möchte verstehen, bevor ich weitermache. Das ist vernünftig. Der Automat fragt, ob ich fortfahren möchte. Wenn du einverstanden bist, drückst du Fortfahren. Wenn nicht, drückst du Abbrechen. Die Wörter sind wichtig. Fortfahren und abbrechen. Fortfahren bedeutet weitermachen. Abbrechen bedeutet stoppen. Ich verstehe. In diesem Moment fahre ich fort. Lies noch einmal kurz und entscheide ruhig. Ich habe gelesen. Ich drücke Fortfahren. Jetzt arbeitet der Automat. Ich höre ein Geräusch. Das Geld kommt gleich. Jetzt kommt meine Karte heraus. Nimm die Karte zuerst. Ich nehme die Karte und stecke sie in meinen Geldbeutel. Jetzt ist die Karte sicher. Jetzt kommt das Geld. Nimm das Bargeld ruhig heraus. Ich nehme 40 Euro. Stecke das Geld direkt in den Geldbeutel. Ich zähle es nicht laut und nicht lange hier. Genau, du machst es ruhig und diskret. Jetzt kommt der Beleg. Nimm den Beleg mit. Ich lege den Beleg in meine Tasche. Was hast du jetzt? Ich habe meine Karte. Und? Ich habe mein Bargeld. Und? Ich habe meinen Beleg. Das ist die komplette Kontrolle. Karte, Bargeld, Beleg. Alles ist da. Schau noch einmal auf den Automaten. Der Bildschirm ist wieder normal. Jetzt können wir zur Seite gehen. Ich gehe weg vom Automaten, damit die nächste Person Platz hat. Höflich und sicher. Das war einfacher als erwartet. Weil du langsam gelesen hast. Und weil ich wusste, welche Wörter wichtig sind. Kevin, ich möchte noch eine kurze Frage stellen. Welche Frage hast du? Ich möchte wissen, ob ich hier immer Geld abheben kann. Frag einfach und höflich. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ja, gerne. Wie kann ich helfen? Kann ich hier auch am Wochenende Geld abheben? Ja, der Automat ist normalerweise auch am Wochenende zugänglich. Danke. Und wenn ich etwas nicht verstehe? Lesen Sie den Bildschirm langsam. Sie können den Vorgang auch abbrechen. Abbrechen bedeutet stoppen, richtig? Ja, genau. Das hilft mir. Vielen Dank. Gern. Einen schönen Tag. Das war eine gute Frage. Ich bin froh, dass ich gefragt habe. Jetzt kennst du nicht nur den Automaten, sondern auch einen Hilfssatz. Welchen Hilfssatz? Entschuldigung, ich habe eine Frage. Der Satz ist einfach und höflich. Und er funktioniert in vielen Situationen. Beim nächsten Mal traue ich mich schneller zu fragen. Das ist echter Fortschritt. Jetzt können wir zum Markt gehen. Jetzt habe ich Bargeld für den Markt. Und du hast den Bankautomaten sicher benutzt.
Ich fasse es kurz zusammen. Sprich langsam und klar. Zuerst stecke ich die Karte ein. Danach gebe ich die PIN ein und decke die Tastatur ab. Ich wähle Geld abheben. Ich wähle den Betrag. Ich nehme die Karte, das Bargeld und den Beleg. Das ist eine klare Reihenfolge. Eine Sache merke ich mir besonders. Welche Sache bleibt dir im Kopf? Erst lesen, dann drücken. Das ist ein sehr praktischer Satz. Und wenn ich unsicher bin, kann ich abbrechen. Genau. Sicherheit und Ruhe sind wichtig. Beim nächsten Mal kann ich allein Geld abheben. Das ist ein gutes Ziel. Jetzt üben wir 5 Sätze. Sprich langsam mit. Ich möchte Geld abheben. Ich möchte Geld abheben. Ich gebe die PIN ein. Ich gebe die PIN ein. Ich wähle 40 Euro. Ich wähle 40 Euro. Ich nehme den Beleg mit. Ich nehme den Beleg mit. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Und jetzt 3 Fragen für die Kommentare. Hebst du oft Geld ab? Zahlst du lieber bar oder mit Karte? Was ist schwer am Bankautomaten? Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.